So, hi ihr Lieben. Nach dem Ankündigungsvideo von vor 2 Wochen hatte ich euch ja gesagt, dass ich euch ein kleines Update gebe aus dem Studio. Und da waren wir jetzt tatsächlich auch am Wochenende. Und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was da so die Erfahrungen und auch die Learnings waren. Ob wir es geschafft haben, das erfahrt ihr am Ende des Videos auch im Verlauf. Und was wir eigentlich so gemacht haben. Eine kleine Studiotour gebe ich euch. Wir waren in den Eckton-Studios in Hohenstein, beziehungsweise in Holzhausen im Taunus in Hessen. Und ja, hatten da richtig viel Spaß. Wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber ich glaube, die haben wir sehr effektiv genutzt. Und nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja vor, für mein erstes Album 8 Songs aufzunehmen. Diesmal an den 2 Tagen ging es darum, die Basic Tracks, also erstmal Drums, Bass und Gitarre aufzunehmen, und zwar live, also nicht klassisch hintereinander, sondern alle 3 in einem Raum. Und dann noch die Gitarren zu double-tracken. Das heißt, eine Gitarre für links und eine für rechts, damit es ein bisschen räumlicher klingt. Das Wochenende ging so los, dass ich mit MK, unserem Drummer, morgens in Mannheim losgefahren bin. Wir haben dann den Josh abgeholt am Bahnhof in Frankfurt und sind dann durch den idyllischen Taunus gefahren, durch wunderschöne Orte und über Felder und Wälder, bis wir am Studio ankamen. Und ab da gebe ich euch jetzt erstmal so eine kleine Studiotour, damit ihr überhaupt seht, wo wir da waren. Es ist schön idyllisch ländlich gelegen. Hier, da hinten ist der Wald. Hier ist der Essbereich, Küche mit Verpflegung. Und jetzt gehen sogar ein Kicker, gibt's, geil. Wir gehen einfach mal so ein bisschen hier lang. Hier ist ein Aufnahmeraum, der kleine, den nutzen wir heute nicht. Das ist auch ein Proberaum. Hier ist Davids Reich und auch Theos. Hier sehen wir den David schon mal. Er sieht uns nicht. Oh, er soll noch reinkommen. Ah. So, hello. Content. Content! Da ist der Theo. Juhu. Wir haben ja eine veritable Amp-Sammlung. Die werden wir heute aber auch alle nicht nutzen, weil ich meinen eigenen Kram mitgebracht habe. Wunderbar, wunderschön. Wir hätten Keyboards. Wir haben aber keinen Keyboarder. Wir hören MK, der gerade Soundcheck macht. Es ist noch da und mir fehlt es auch ein bisschen an Wumms, so an Low-End. Mikrofonposition. Und hier sind wir jetzt in dem Raum, wo alles passiert. Hier ist nämlich der große Aufnahmeraum. Hier ist mein Reich. Da liegt schon der FM3, der wird nämlich heute der Haupt-Amp-Soundquelle sein. Ein kurzer Walkthrough zum Setup, also Gitarre geht hier rein, da haben wir auch noch das DI-Signal und das andere geht, also eins geht DI ans Pult und eins geht, so wie ich es jetzt verstanden habe, und das andere geht an den FM3, das heißt, da gehen wir hier rein und dann, das kann man auch schon ein bisschen schöner noch hinlegen. Und ja, das ist mein Studio-Sound. Hier im Moment ist Rhythm eingestellt. Es schaut so aus, da kann ich gerne auch noch mal irgendwann ein Video zum Sound direkt machen. Da könnte ich auch die ganze Zeit jetzt noch was während der Aufnahme am Sound umstellen. Und hier ist dann eigentlich so das richtige Reich. Ich höre mich über Kopfhörer. So schaut es aus. Ein wunderschönes Studio. Hier ist Joshs Reich. Josh geht über die Ei rein, steckt, glaube ich, auch im Board oder auch nicht. Hier könnte MK sitzen, das tut er aber nicht, denn MK hat seinen eigenen Raum. Wird's laut. Hier haben wir nochmal ein paar Pedals, theoretisch. Wir sind immer noch beim Soundcheck. Plan ist, dass wir heute schon mal die Basic Tracks aufnehmen. Das habe ich auch schon mal in dem anderen Video, in dem ich das Projekt erläutert habe, ein bisschen erklärt. Heute geht es darum, wir nehmen vor allem die Drums und Bass auf, dass wir schon mal so die rhythmische Grundlage haben. Ich spiele auch noch die Rhythmusgitarren drüber. Und heute wollen wir es schaffen, 8 Songs aufzunehmen, was schauen wir mal. Ist, glaube ich, eine sportliche Sache, weil nehmen wir an, wir werden also Minimum pro Song, wir haben ja 8 Songs, Minimum so 5 Mal aufnehmen müssen. Wir machen es ja so, wir haben wie gesagt keine Amps, weil wenn jetzt jeder von uns noch ein Amp gespielt hätte, dann hätten wir zusätzliche Räume buchen müssen, in denen dann halt die Caps gestanden hätten.
Und so ist es jetzt einfacher. Also wir hören alle einen Klick. Das hört ihr leider nicht. Das kann man auch ein bisschen schlecht simulieren. Wir hören uns alle gegenseitig auf den Kopfhörern. Wir hören auch noch den David, der dann mit uns reden kann. Also im Raum hört man eigentlich so gut wie nur die Drums. Ich werde jetzt nachher mal die Kamera reinstellen und da werdet ihr hören, was man denn da tatsächlich auch dann hört. Und jetzt legen wir gleich los. Wir hatten ursprünglich vor, alle Songs bis auf einen mit Klick aufzunehmen, weil, wenn man mit Klick aufnimmt, spielt man mehrere Takes ein und dann kann man sagen, okay, man hat jetzt einen Take, der besonders gut war und da passen aber zum Beispiel, da hat man dann für jedes Instrument eben mehrere Spuren und dann kann man sagen, okay, bei dem Take war alles gut, aber die Gitarre war irgendwie im Chorus, hat irgendwie einen falschen Akkord gespielt oder sowas. Aber in einem anderen Take hat die einen anderen Akkord gespielt, den richtigen. Und dann nehmen wir einfach einen anderen Take. Das kann man dann später beim Editing noch machen. Wenn man jetzt aber ohne Klick einspielt, dann wird es natürlicherweise leichte Rhythmusschwankungen geben. Man ist eben nicht mehr auf diesem metronomischen Grid drauf. Man muss dann einen Take so nehmen, im Prinzip wie er ist. Und zwar müssen dann alle 3 Personen, die mitspielen, müssen dann quasi den perfekten Take mit ganz wenig Fehlern spielen. Möglichst höchstens 2 vielleicht im ganzen Take, über den ganzen Song. Und müssen dann danach nochmal Repairs machen, sogenannte. Das heißt, man setzt sich dann nochmal hin und sagt, okay, der Bass hat irgendwie bei Minute 1,42, da vorm Chorus, da war ein falscher Ton. Man kann den jetzt aber nicht mehr im Editing reinschneiden, sondern man muss sich dann eben hinsetzen und den händisch nochmal einspielen an der Stelle. Das nennt man dann Punch-In und dann ist er eben richtig. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir doch die meisten Songs ohne Klick spielen, weil wir haben nämlich den ersten Song eingespielt und dachten so, okay, ist schon cool, aber lasst uns nochmal, beziehungsweise ich glaube beim zweiten Song war das erst, ist schon cool, aber irgendwie ist der ist jetzt so glatt und so gerade irgendwie. Und lasst uns mal mehr so mit ein bisschen laid back und ein bisschen lebendiger spielen. Und es hat tatsächlich auch besser geklappt, als wir dann keinen Klick mehr dabei hatten. Das muss die Band auch irgendwie machen können, weil wenn man sehr viel schneller wird, aus Versehen, das kann man natürlich auch wollen. Wir hatten dann auch Songs, da hatten wir das Gefühl, okay, hinten der Teil, live würde man den anziehen, also würde man im Tempo ein bisschen schneller werden, ist vielleicht ein Solo-Teil oder so. Und das wollen wir auch auf der Platte haben. Und das geht natürlich eigentlich nur, wenn man keinen Klick hat. Und das fanden wir irgendwie lebendiger und haben das dann deswegen eigentlich bei allen Songs gemacht, die eher so groovy waren. Und die Songs, die ja eher so technisch und genau sein müssen, die haben wir dann mit Klick gemacht. Das waren dann, glaube ich, 3, wenn ich es genau in Erinnerung habe. Wir hatten auch noch ein paar kreative Änderungen, die wir ganz spontan gemacht haben. Und zwar zum Beispiel beim Song Mobular Ray. Sagt euch jetzt natürlich noch nicht allzu viel, weil ihr die Platte noch nicht kennt. Aber da spiele ich am Anfang so ein Riff, wo es so eine bestimmte Melodie gibt, die sich immer wiederholt. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, lass uns doch mal ausprobieren, das mit so einer Harmoniestimme noch zu unterlegen von der Gitarre. Und ja, es hat dem Song halt echt noch was gegeben. Wir hatten auch Gear-Änderungen. Also bei manchen Songs haben wir gesagt, okay, irgendwie braucht die noch ein bisschen mehr Bauch, da machen wir noch ein bisschen mehr Bass rein über den Amp bzw. den FM3. Und wir hatten auch Songs, da haben wir gesagt, okay, irgendwie die Gitarren, die wir hier haben, die sind eher so Les Paul-mäßig. Also meine beiden, die Ibanez und die Schecter. Und die sind eher so ein bisschen warm und dumpf, bauchig. Wir brauchen aber für die Clean-Passagen so was ganz Helles, Brillantes. Und glücklicherweise standen im Studio eben noch eine Tele und eine Strat rum.
die eben genau diesen erforderlichen Sound hatten. Und die haben wir dann genommen und es hat sich absolut gelohnt, das nochmal neu aufzunehmen mit diesen Gitarren dann. Wir wollten so einen ganz höhenlastigen, klaren, chorusigen Sound haben. Und ja, den haben wir jetzt dann durch den Gitarrenwechsel tatsächlich auch gekriegt und es hat sich echt gelohnt. Jetzt mal so kurz zu den Learnings bzw. zu den Erfahrungen, die ich mitnehmen konnte. Das ist zum einen, man hört irgendwann echt die Flöhe husten und muss dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist gut, weil man ist ja sehr perfektionistisch unterwegs und hat natürlich immer im Hinterkopf, okay, das, was ich jetzt hier einspiele, das muss bis an mein Lebensende geil sein, sonst muss ich das ja immer hören und ich finde es immer furchtbar an der Stelle. Deswegen, ich will jetzt hier was machen, womit ich sehr lange Zeit für immer zufrieden bin. Und deshalb ja, will man natürlich immer so viel wie möglich noch irgendwie nachbessern und so weiter. Irgendwann muss man aber echt sagen, boah, jetzt ist auch mal gut. Also es gibt ja eindeutige Fehler oder so und dann gibt es auch so Sachen wie, okay, ich habe den Akkord da jetzt nicht ganz so getroffen oder ich habe ein kleines Störgeräusch drin oder so. Da muss man immer entscheiden, okay, erstens, hört der Hörer das überhaupt? Also ein neutraler Hörer wird viele Sachen niemals hören. Der hört sich das 1, 2, 3 Mal an und dann sind ja auch noch Drums und Bass und alles Mögliche drüber und auch eine Leadgitarre und niemand wird jemals irgendwie hören, dass da in der Rhythmusgitarre so ein ganz kleines drin ist. Aber es stört einen dann halt schon irgendwie und man nimmt es dann halt nochmal auf. Und ja, irgendwann muss man halt sagen, okay, wir haben jetzt auch nicht ganz so viel Zeit, jetzt ist mal irgendwann gut. Und wir sind natürlich auch in einem Spektrum, da muss ich auch immer überlegen, was will man eigentlich. Wir haben jetzt gesagt, als Referenz habe ich mal so das Album World on Fire von Slash vorgeschlagen bzw. bestimmt. Wer es nicht kennt, das ist, soweit ich weiß, auch live aufgenommen. Das war auch einer der Gründe und es ist eher so oldschool, rock'n'rollig und ja, so ein bisschen rumpelig. Also nicht negativen, aber eher so sehr, sehr dynamisch. Klingt sehr organisch und sehr, ja, sehr offen irgendwie. Nicht so, ich finde oft, Rhythmusgitarren sind so ein bisschen dumpf aufgenommen, da gar nicht. Und das andere Extrem von meiner Musik, würde ich sagen, ist so, oder wo ich mich so musikalisch irgendwie sehe, ist so die technische, Dream Theaterige Seite. Natürlich deckt das ganze Spektrum auch Metallica und die ganzen Sachen ab. Also auf der einen Seite eher so Oldschool Rock'n'Roll, darf ein bisschen rumpelig sein. Auf der anderen Seite, okay, aber es soll schon irgendwie perfekt und brillant sein, was den Sound und so weiter angeht. Und ja, irgendwo dazwischen mussten wir uns eben bewegen. Und da muss man eben immer entscheiden, okay, will ich an der Stelle, dass es jetzt eher perfekt klingt oder will ich eher, dass es so ein bisschen Dreck drin hat? Das ist manchmal echt schwierig. Eine andere Feststellung, die ich hatte, die ich auch sehr interessant fand, weil ich es gar nicht gedacht hätte, ist, dass mir abends irgendwie alles ein bisschen leichter gefallen ist. Muss man dann immer festlegen, in welcher Reihenfolge man das Ganze aufnimmt. Man nimmt als erstes einen, der einem leicht fällt, fürs Psychologische, man hat dann schon mal einen Song geschafft. Und irgendwann muss man sich dann an die Songs ranmachen, wo man das Gefühl hat, okay, die könnten jetzt ein bisschen schwierig werden. Die schiebt man dann immer so vor sich hin und denkt dann aber, okay, eigentlich müsste ich die ja aufnehmen, wenn ich noch frisch bin. Und ich habe festgestellt, es war meistens irgendwie abends, sind mir auch so Downpickings und so weiter, schnelle Sachen, sind mir irgendwie leichter gefallen. Also vielleicht war ich irgendwie abends dann entspannter. Und auch gerade bei den Double-Trackings von den Gitarren ist mir aufgefallen, diese Downpickings und so und diese schnellen Rhythmus-Sachen. Da haben wir einen Song, da gibt es so Downpickings mit Seitenüberspringen und dann noch so ein ne, so ein Sechzehntelteil. Und irgendwie ist mir das bei den Double-Trackings viel leichter gefallen. Vielleicht, es spielt ja immer Psychologie eine große Rolle. Vielleicht, weil ich beim ersten Mal dachte, okay, Mist, das muss jetzt der Take werden und der muss super werden und sonst können wir den in die Tonne hauen und müssen noch einen machen. Und beim Double-Tracking hatte ich halt das Gefühl, okay, es gibt schon einen und wenn ich den jetzt verkacke, dann kann ich den direkt nochmal machen. Habe ich direkt noch einen Versuch, ohne den ganzen Take nochmal machen zu müssen. Das könnte auch der Grund gewesen sein, wieso mir es dann leichter gefallen ist.
Aber ja, war einfach so, war irgendwie spannend. Jetzt zur Frage, ob wir durchgekommen sind. Ja, sind wir. Wir haben, wie gesagt, die Basic Tracks und auch die Rhythm Doubles haben wir auch gemacht. Also eigentlich alles, was wir jetzt an dem Wochenende schaffen wollten. Wir haben ein bisschen länger gebraucht als gedacht und haben ein bisschen organisatorisch umplanen müssen, weil Josh noch nach Wiesbaden zum Bahnhof musste und seinen Zug kriegen musste. Dann bin ich nach Wiesbaden gefahren, wieder zurück. In der Zeit haben dann David und MK Abendessen gemacht, beziehungsweise Spaghetti gekocht. Und dann haben wir nochmal die Rhythm Guitars getrackt, weil wir hätten nämlich sonst einen zusätzlichen Termin machen müssen. Und ich habe ja gesagt, Studiozeit ist sehr teuer. Und es ist im Zweifelsfall dann eben günstiger, die Überstunden zu machen, als nochmal einen komplett neuen Termin zu machen für die Rhythmusgitarren. Sind wir jetzt komplett fertig? Nein, sind wir nicht. War auch gar nicht geplant. Die Leadgitarren, die machen wir wann anders, separat. Nur der David und ich. Und das machen wir wahrscheinlich in den Osterferien oder so. Da haben wir Zeit dafür. Und dann brauchen wir auch noch die Vocals von Stealth Kid bei Child of the Night. Und jetzt erst nochmal absolute Props an die Band. Es war eine super Arbeit, die geleistet haben. Ich fand es auch super geil, dass die nie zu früh zufrieden waren. Die waren noch perfektionistischer als ich teilweise. Und ich dachte schon, ich bin schon perfektionistisch und sage, okay, komm, den einen Take, den machen wir noch. Aber die haben dann nochmal irgendwas gehört und haben dann gesagt, okay, komm, die Zeit haben wir noch. Und das finde ich auch sehr cool, dass wir keine Kompromisse eingegangen sind, was die Qualität angeht, zugunsten des schneller Fertigwerdens. Weil wir haben dann, wie gesagt, wir haben nochmal die Clean-Gitarren mit anderen Gitarren eingespielt und haben auch nochmal einen Take gemacht. Auch wenn wir vielleicht, die Zeit hat gedrängt, aber wir haben dann gesagt, okay, komm, das wird es wert sein. Wir machen jetzt einfach nochmal einen Take und der wird es dann vielleicht. Und oft wurde es dann auch. Und ja, für sowas, ich finde, wenn man alleine arbeitet, dann wird man entweder nie fertig oder man hört gewisse Sachen nicht, die andere dann vielleicht nochmal hören. Oder jemand, der noch nicht 1000-mal die Demo gehört hat, jetzt zum Beispiel ein Produzent. Ich kenne halt die Songs seit, keine Ahnung, teilweise 3 Jahren oder so und habe das nennt man Demoitis. Also ich finde, die Demo ist für mich das Original. Und alles, was davon abweicht, ist erstmal ein bisschen komisch. Also wenn dann der David irgendwie um die Ecke kommt und sagt, ey, bei Mobular Ray, da habe ich eine Idee, da machen wir nochmal so Harmony-Guitars rein. Da habe ich auch erstmal gesagt, ja, aber so ist der Song doch nicht. Und es gibt den Song aber noch gar nicht. Es gibt ja nur die Proberaumaufnahmen und so weiter. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Song, den man 1000-mal gehört hat, irgendwie Highway to Hell oder so, und da ist auf einmal irgendwie was ganz anderes. Dann findet man es auch erstmal komisch. Aber irgendwann findet man es dann vielleicht auch geil. Und ja, genau so ist es bei mir auch bei den Demos und deswegen diese Demoitis. Und es hat sich aber wirklich, sagen, in allen Fällen gelohnt, dass wir nochmal andere Sachen gemacht haben. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir spielen jetzt nächste Woche erstmal noch einen Gig. Und in der Zeit muss ich dann noch die Leads ein bisschen überarbeiten und Soli noch ausfeinern und schreiben. Und dann, wie gesagt, setzen wir uns an die Leads und dann setzen wir uns im August wahrscheinlich oder so zusammen und werden das Ganze dann mischen, der David und ich. Und ja, ich hoffe mal, ihr bleibt an Bord und ich werde immer mal irgendwie ein Update oder so geben. Und schaut auch gerne, zum Beispiel bei Insta oder so gebe ich immer mal Updates. Oder ich wollte auch ein Newsletter jetzt einrichten, wo ich dann auch alle möglichen mal Backing-Tracks und sowas zu meinen Videos reintue und vielleicht mal zusätzliche Sachen. Das habe ich mir noch nicht so genau überlegt, aber da kommen, glaube ich, viele schöne Sachen. Deswegen, sobald es den gibt, werde ich den Link hier reinposten, dann könnt ihr euch dafür anmelden. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr nach wie vor das Startnext-Projekt, das Crowdfunding-Projekt unterstützt zum Album. Das würde uns wirklich sehr helfen, weil da sehr große Kosten einfach anfallen. Und ja, im Prinzip jeder Euro hilft. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das ist, wenn man live im Studio recordet und in ein Studio geht, eine Albumproduktion vorhabt. Vielleicht habt ihr es ja auch mal vor und könnt da ein bisschen Inspiration sammeln. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Üben, beim Musik hören und habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut.